Die Landwirtschaft beinhaltet oft das Graben in der Erde. Nicht jeden Tag stößt ein Bauer auf etwas Unglaubliches, während er auf seinem Feld arbeitet. Und doch gelang es irgendwie 2 Bauern in verschiedenen Teilen der Welt zur gleichen Zeit, unglaubliche Entdeckungen zu machen. Diese beiden Bauern hatten keine Ahnung, dass ihre Entdeckungen übereinstimmen und uns zeigen würden, wie wenig wir eigentlich über das wissen, was unter unseren Füßen liegt. In Argentinien, am 25. Dezember 2015 wachte José Antonio Nieves auf und beschloss, eine Runde auf seiner Ranch zu drehen. Als er an einem Bach vorbeikam, der durch sein Grundstück floss, konnte er nicht übersehen, dass etwas Seltsames aus dem Ufer ragte. Zuerst dachte er, es sei nur ein großer Stein. Doch als er näher kam, erkannte er, dass es überhaupt kein Stein war, sondern etwas völlig anderes. Zunächst zögerte José, entschied sich dann aber, den mysteriösen Gegenstand genauer zu betrachten. Dann begann er, ihn aus dem Schlamm auszugraben, um besser zu verstehen, was es war. Nachdem José Antonio den Schmutz von dem Fund entfernt hatte, rief er schnell seine Frau Reina. Der Mann hoffte, dass sie eine Erklärung für das, was er entdeckt hatte, finden würde. Reina hatte keine Ahnung, worauf ihr Mann gestoßen war. Doch beide waren entschlossen, es herauszufinden. Zusammen gruben und reinigten sie den Gegenstand weiter. Glücklicherweise hatten sie die richtigen Werkzeuge für die Arbeit, sodass sie das unbekannte Objekt während des Prozesses nicht beschädigten. Es dauerte nicht lange, bis sie erkannten, wie groß es war. An diesem Punkt beschlossen sie, dass sie Hilfe brauchten, und riefen die Polizei. Zu der Zeit, als José und seine Frau die Polizei riefen, wurden immer mehr Leute neugierig auf das, was geschah. Doch auch sie konnten nicht verstehen, was die Bauern gefunden hatten. Die eintreffende Polizei konnte ebenfalls nicht helfen. Der erste Hinweis kam von Josés Hund. Der Hund brauchte nicht lange, um alles zu bemerken und sich auf den Weg zu machen. Er schien zunächst verwirrt und begann zu bellen, bis er sich schließlich dem mysteriösen Objekt näherte. Es ist bekannt, dass Tiere Dinge wahrnehmen können, die für Menschen unverständlich sind. Dass der Hund sich so seltsam verhielt, bewies, dass dies kein gewöhnlicher Stein war. Als die Polizisten die Reaktion des Hundes sahen, beschlossen sie, dass es an der Zeit war, lokale Archäologen zu rufen, die sehr an dem Fund interessiert waren. Die Forscher organisierten einen Transport des Objekts, damit es im Labor untersucht werden konnte. Allerdings mussten die Archäologen es zuerst vollständig aus dem Schlamm befreien. Obwohl José und seine Frau den Fund teilweise ausgegraben hatten, war es noch weit davon entfernt, vollständig aus dem Boden entfernt zu sein. Außerdem befürchteten die Wissenschaftler, etwas zu beschädigen, daher wurden die Ausgrabungen sehr vorsichtig durchgeführt. Sobald der Fund im Labor angekommen war, untersuchten die Forscher ihn genau und machten eine schockierende Entdeckung. Sie kamen zu dem Schluss, dass es sich um das Fossil eines riesigen Schildkrötenpanzers handelte. Die Archäologen konnten ihren Augen nicht trauen. Die Wissenschaftler stellten fest, dass der Panzer einem alten Glyptodon gehörte. Diese Kreaturen sind vor Millionen von Jahren ausgestorben. Sie sind entfernte Verwandte der heutigen Gürteltiere. Während der massive Schildkrötenpanzer in Argentinien untersucht wurde, wurde in Michigan, 1000 Meilen entfernt, eine weitere unglaubliche Entdeckung gemacht. Ein anderer Bauer, James Bristol, fand ebenfalls ein unbekanntes historisches Exemplar auf seiner Farm. Zu dieser Zeit kannten sich die beiden Landwirte nicht und wussten nicht, dass sie an einem Tag etwas Unglaubliches gefunden hatten. Sie konnten natürlich auch nicht wissen, dass ihre wundersamen Entdeckungen sie schließlich zusammenführen würden. Eines Tages suchte James Bristol nach dem besten Ort, um eine Gasleitung auf seiner Farm zu verlegen. Er beschloss, mit einem kaum genutzten Sojafeld auf seinem Grundstück zu beginnen, und begann zu graben. Dieser Prozess nimmt viel Zeit in Anspruch und erfordert erhebliche Arbeitskraft. Bristol war auf diese körperliche Anstrengung vorbereitet, erwartete aber nicht, während der Arbeit etwas Erstaunliches zu finden. Für das Graben der Gasleitung verwendete Bristol schweres Erdhausrüstung, insbesondere einen Bagger. Als er damit arbeitete, war er überrascht, als er auf etwas Hartes stieß. Dieser Teil des Feldes hatte extrem fruchtbaren und leichten Boden ohne Steine und Wurzeln. Als der Bagger auf etwas Hartes traf, erkannte der Bauer, dass er auf etwas Ungewöhnliches gestoßen war. Um die Ausrüstung nicht zu beschädigen, stieg der Bauer aus dem Bagger und begann, von Hand zu graben, bis er auf etwas Hartes und Glattes stieß. Bald erkannte Bristol, dass er Knochen gefunden hatte, und der, den er in der Hand hielt, sah aus wie eine Rippe. Aber sie gehörte definitiv keinem Tier, das in dieser Gegend leben könnte. Außerdem war sie zu groß, um von einer Kuh oder einem Pferd zu stammen. In diesem Moment erkannte Bristol, dass er etwas Einzigartiges gefunden hatte. In dem Verdacht, dass der Fund bedeutsam sein könnte, beschloss er, sich an seine Bekannten zu wenden, um ihm zu helfen,
alle Überreste auszugraben. Schließlich bildete sich ein ganzes Team, das den ganzen nächsten Tag grub. Dabei entdeckten sie noch mehr Knochen, noch größer als der erste. Doch war noch unklar, wessen Überreste es waren. Nach langen Ausgrabungen entdeckte das Team von Hobbyarchäologen schließlich etwas, das wie ein massiver Schädel mit 2 riesigen Stoßzähnen aussah. Jeder von ihnen war so groß wie ein erwachsener Mensch. Allen war klar, dass sie die Überreste eines Elefanten ausgegraben hatten. Doch die Frage blieb offen: Wie kam ein Elefant 10 Fuß unter der Erde auf einer Farm in Michigan? Bristol beschloss, Experten zu rufen. Als Professor Fischer für Archäologie und seine Studenten eintrafen, waren sie begeistert und erklärten, dass diese Knochen einem prähistorischen Mammut gehörten. Es schien, als ob alle zu einem Tier gehörten, was für Bristol und das Team der University of Michigan eine unglaubliche Entdeckung war. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.